Ein Cube Fully 2023er Modell für 3.899 €. Viele haben ja richtig draufgehauen bei den Preisen von 22 auf 23. Cube war da eher moderat. Ja, sehr moderat, kann man wirklich sagen. Also wenn wir Preissteigerungen sehen bei anderen Herstellern, ich habe jetzt bei einem noch gehört gehabt, es wird im kommenden Monat noch mal teurer, dann muss ich halt auch irgendwann mal sagen, okay, warum können andere Hersteller das und ihr aber halt auch nicht? Da gibt es natürlich viele Faktoren zu, aber Cube bleibt weiterhin preisaggressiv. Für mich das Gefühl, dass die Schere noch mehr weiter auseinander geht. Die Räder sind wirklich mega, also in Optik, im Design, von den Fahreigenschaften her. Wir kriegen es ja immer bestätigt, auch von der Kundschaft. Das ist ja immer für uns ganz, ganz wichtig, ob jemand wirklich happy damit ist. Und in dem Fall beim Stereo definitiv. Die Ausstattung hier richtig High-End, eine tolle RockShox-Dämpfereinheit, eine tolle Gabel mit drin. Also damit hat man schon leichte Ambitionen in Richtung mehr. Es gibt auch noch einfache Versionen, aber das ist tatsächlich schon ein Einstiegsmodell. Ja, also bei High-End sind wir noch nicht. Wir sind in der Einstiegsliga, sprich mit dem Stereo Hybrid 120 Pro. Da geht es schlussendlich los. Preispunkt 3.899 €. Hast du mir die ganze Mod versaut? Ich wollte auch sagen, hier in den Recon... Ich war ja noch nicht fertig. Ja. Trotzdem Performance CX Motor mit drin, also stärkster Bosch-Antrieb, 625 Wattstunden, Akku mit enthalten. Das Rad gibt es so gesehen auch in der Variante 750 Wattstunden. Dann sind 200 € mehr auf der Uhr, sprich 4.099 €. Also jetzt ist der 625er dabei. Jetzt ist der 625er. Das kennen wir auch schon aus dem Modelljahr 22. Dadurch, dass das gesamte Smart System nach unten weiter aufgebrochen wurde, haben wir jetzt auch in diesem Sektor halt die Möglichkeit, du siehst ja hier das neue Display. Im letzten Jahr haben wir noch das Purion-Display drauf gehabt. Was wir nicht haben wir auch schon im Video gezeigt gehabt, keine Displays mehr. Das haben die Einstiegsmodelle nicht, weil es einfach vom Preis her nicht machbar ist. Aber ich kann per Smartphone-Grip und einer zusätzlichen Halterung kann ich hier mein Handy entweder positionieren oder ich kann das Intuvia 100 nachrüsten oder das Kiox 300 nachrüsten. Das musst du jetzt erklären, denn es hat ein Display, aber kein, ich sag mal LCD-Display, sondern es hat ein LED-Display mit Leuchtdioden und zwar mehreren Leuchtdioden, die mit drin sind. Die zeigen die Zustände an, sodass ich gar kein Display brauche. Jetzt kommt's aber, wenn ich eine Smartphone-Halterung habe, kann ich mein Smartphone sogar mit Tacho benutzen, richtig? Ja, korrekt. Also in dem Sinn mit deinem Handy kannst du es dann nutzen. Ne? Also hier siehst du es ja, du hast alle grundlegenden Funktionen. Du siehst über die Farben, in welchem Modi du schlussendlich bist. Also rot, klar, sind wir im Turbo-Modus, bei grün im Eco-Modus, zwischendrin natürlich Tour und der eMTB. Wir sehen, was hier orange leuchtet. Das liegt daran, dass die Akkus immer nur grundversorgt sind vom Berg ab, dass wir 2 Balken haben, dass der jetzt auch, ich sage jetzt mal... Ja, das ist jetzt auch der Lagerzustand. Ja, also man empfiehlt, glaube ich, 40-50%, wenn man die jetzt länger nicht benutzt, die halb leer zu machen. Das ist perfekt, oder? Im Endeffekt sagen wir immer so 2/3, 60-70%, wenn du es überwintern lassen willst, Akku entnehmen und trocken lagern. Das ist immer so die beste Handhabe. Also nicht im Gartenhaus bei minus 10 Grad, nicht so gut. Je nachdem, wenn du es beheizt, kannst du es auch dahin machen, aber es sollte schon bei normaler Zimmer- oder Raumtemperatur gelagert werden. Also in dem Sinn, das Display kann alles, du hast allerlei Funktionen und demnach ist wirklich nur die Frage, willst du da dein Handy drauf machen oder rüstest du eins der Displays auf, was in den Folgemodellen, also beim Race haben wir auch noch kein Display. Oder gar nichts. Oder auch gar nichts. Viele sagen, ich brauche nicht mehr. Ich bin auch nicht unbedingt der Freund davon, viel Display anzugucken, wenn ich Fahrrad fahren gehe, sondern wirklich halt, okay, ich habe meine Funktionen, ich weiß, in welchem Modi ich bin, ich weiß, wie der Akkuzustand halt auch ist. Aber wie gesagt, man kann ja auch ab und an das Handy damit koppeln und dann sagen, okay, ich will mal schauen, wie viel bin ich jetzt gefahren. Das Coole ist, der Kilometerzähler zählt auch da nicht, oder? Doch. Ich hatte jetzt gerade überlegen müssen, aber doch, klar, der zählt natürlich mit. So ist es schon, auch wenn kein Display zu sehen ist, er zählt doch natürlich seine Kilometer mit. Und ich kann das dann abrufen über das Handy, gell? Alles, was du tust, alles, was du auch nicht tust, bekommt das System schlussendlich mit und wird natürlich auch dort gespeichert, ganz klar. Hat der schon GPS? GPS im Sinne von... dass er trackt, das aufzeichnet irgendwo im Zwischenspeicher, ich das später auswählen kann? Über die App schlussendlich, da kannst du es dann auch tracken, also die Möglichkeit ist schon dafür gegeben.
So, Licht hat es nicht. Ich kann aber hier, das ist was ganz Besonderes, sogar Licht anschließen mit einer richtig fetten Lampe, die ich direkt an den Akku anschließe. Dieses neue System von Bosch ist sehr, sehr einfach, oder? Ja, also prinzipiell, wie wir das ja schon anfangs immer mal gezeigt haben, ist es ja nur ein Stecker rein und Stecker raus. Das sieht man hier schlussendlich aus, es ist nur eine Steckverbindung. Zeig mal bitte, mal rausmachen. Was natürlich, warte, ich mache das System erst aus. Lass dir ruhig Zeit. Ja. Ah ja, das alles. Das kann man auch nicht falsch reinstecken, nur mit Gewalt, oder? Nee, das hat eine feste Position. Heißt also, es gibt eine Linie und das heißt, dort muss er genau rein. Ansonsten ist er komplett kompatibel. Also du kannst den, egal ob links oder rechts, ansteuern. Es gibt ja meistens immer 2 Punkte, genauso wie hier auch. Man sieht es jetzt nur schwierig, wo wir... Achso, es gibt rein raus. Das ist ein Bussystem, das oder? Ist ein Bussystem, genau. Das ist ja das Schöne bei dem gesamten System. Also es ist schon sehr, sehr smart, so wie das System ja auch heißt. Bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich verschiedene Displays, also meine Theorie ist so ein bisschen, dass wir einfach in den kommenden Jahren 5, 6 verschiedene Displays haben. Dazu gehört das Handy auch mit dort hinzu. Und der Kunde quasi sich konfiguriert, okay, was will ich für ein Display? Viel Informationen, wenig Informationen oder gar kein Display. Ich glaube, dass das so ein bisschen in diese Richtung einfach gehen wird. So wie wir es bei Pedalen schlussendlich auch schon haben. Die meisten Räder sind ja ohne Pedale mittlerweile. Wir sehen ja auch hier, das sind ja ganz einfache Plastikpedale. Wenn ich jetzt hier was Vernünftiges will, dann muss ich da schon noch mal ein bisschen Geld investieren. Die sind dabei, die Plastikpedale? Beim 120er ja. Bei den vielen anderen Bikes sind aber gar keine Pedale mit dran. Ja, viele sagen, ich brauche nicht mehr, lang mehr. Ja, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, doch schon 90 Kilo auf die Waage bringe, sollte ich schon ein paar manilische Pedale. Wenn ich jetzt 60 bin, kann ich behalten. Ja, wenn da Du willst nur neue Pedale verkaufen. Wenn du an der Saar entlang fährst, ja, ich will ja eigentlich nur, dass der Kunde zufrieden ist. Also. Und dann muss ich ihn ja richtig beraten und sagen, okay, das wäre schon das, wo es auch ein bisschen länger Spaß hat. Du zufrieden, ich zufrieden. Korrekt. Genau. Das ist so. Ich weiß nicht, ob du den Witz kennst mit dem Apotheker. Kennst du den? Nee. Wo der Mann in die Apotheke geht und sagt, das Mittel, was Sie mir empfohlen haben, das hat mir aber nicht geholfen. Da sagt der Apotheker, aber mir hat es geholfen. Kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Früher immer Schuhcreme, die dazu verkauft wurde. Aber das hier ist jetzt gemein. Das heißt, du kannst das Fahrrad mitnehmen, Pedale sind dran. Das Ladegerät ist auch dabei? Ja, klar. Also das ist natürlich alles schon mit enthalten. Ich kann starten. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Bausatz ist. Wir weisen nur immer darauf hin. Wir hatten jetzt auch noch mal einen Kunden gehabt, der empört darüber war, dass ein Rad für, ich glaube, 6.000 € keine Pedale hat. Ja, das ist im ersten Moment ein bisschen befremdlich, aber es gibt einfach Sachen, die ändern sich. Es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, der Hersteller spart da super viel Geld. Das war immer schon so. Beim Rennrad kennen wir das nie anders. Also Rennräder sind immer ohne Pedale. Die Räder, die du bei mir hier siehst, haben entweder Pedale drauf, dass man eine Probefahrt machen kann, aber sonst halt auch nichts. Gut, hier kann man einiges nachrüsten. Bedeutet, ich habe ein tolles Rad. Ich kann zum Beispiel eine verstellbare Sattelstütze nachrüsten. Und da gibt es eine neue Sattelstütze, da musst du gar nichts mehr machen. Die steckst du einfach nur rein, hat einen Hebel unterm Sattel und dann kannst du loslegen. Es gibt so viel, was du machen kannst. Aber das Rad hier, das wird dir aus den Händen gerissen. Also du bist unter 4.000 €, hast ein echtes Cube-Rad, hast einen Bosch Performance CX der neuesten Generation, volle Leistung. Man kann auch einen 750er einstecken, Akku. Das heißt gegen 200 € mehr. Lass mich kurz überlegen. Guck mal, ob der Spacer drin ist. Das ist jetzt eine Frage, weil das gab es ja vorher nicht. Ja, drin. Geht. Also die Lösung ist im Endeffekt hier. Wir haben im Prinzip nur ein Kunststoffteil dort dazwischen. Du siehst, die Räder sind alle komplett samtfrisch. Das heißt, das ist ja auch die Überarbeitung des Gesamten. Und hier, das Teil würde rausgehen, oder besser gesagt das Gesamte, und dann kannst du den großen Akku einsetzen. Genau, da oben ist nämlich ein Platzhalter drin, der den Raum ausfüllt. Ja, eine Luftfederung mit drin, die kann man sehr schön abstimmen. Dann die verstellbare Sattelstütze, die kann man nachrüsten, das ist möglich. Ein ordentlicher Reifen ist drauf, der Smart Sam. Du träumst ja schon nachts von dem, weil er so toll ist. Ja, für mich die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe es immer schon, glaube ich, oder öfters wiederholt gehabt. Für mich der beste Kompromissreifen zwischen, ich fahre auf der Straße entlang, ich fahre Waldwege, Trails oder ähnliches. Klar ist es kein Matschreifen, aber für den Einsatzzweck mit einem Stereo 120 optimal. 12-Gang-Gruppe, Shimano Deore. Auch, man muss es immer noch mal zeigen, diese Details, diese Schoner für die Kette, damit die hier nicht aufschlagen oder auch von hier unten. Das spielt ja auch eine Rolle, weil meistens haben wir hier unten gar nichts und hier ist es komplett geschützt. Wahnsinn, ich finde das richtig toll. Spaß beiseite, das sind alles Räder,
Da hättest du mich vor einem Jahr noch ausgelacht, hast du gesagt, naja, wir können nichts drehen, wir haben keine. Alle, die reinkommen, die gehen direkt wieder raus. Jetzt hast du Räder, das heißt, die sind lieferbar. Im Moment haben wir auch eine ganz tolle Situation, nämlich wir haben ein abnormes Verhalten der Industrie. Die liefern Räder zum Saisonende, die es eigentlich erst im März gibt. Das sind aber jetzt Räder, teilweise Durchläufer. Hier haben wir aber echte 23er Modelle, die du sogar zeitgerecht bekommst. Also es ist wirklich, es klingt wie das Jahr 2020. Schlussendlich viel früher wie erwartet, so muss man es einfach ausdrücken. Jetzt ist aber Cube einer der Hersteller, die wirklich in den vergangenen 2 Jahren gut performt haben. Klar hat jeder seine Probleme gehabt, aber ich habe es ja schon gesagt gehabt, ich habe Hersteller, die liefern 21er Modelle und wir sind jetzt am 1. Dezember 22. Das heißt also, das 23er Jahr beginnt ja quasi schon in einem Monat, zumindest mal kalendarisch. Man hat aber auch den Punkt, dass viele Hersteller Modelle durchlaufen lassen, aufgrund immer noch der schwierigen Situation. Man muss immer noch sagen, Energiekosten etc., das spielt alles noch eine große Rolle und es ist einfach so, dass viel sich angestaut hat in den vergangenen 2 Jahren, dass viele Räder nicht gebaut werden konnten und jeder Hersteller natürlich unterschiedlich damit umgeht. Deswegen sage ich auch immer, aktuell ist wirklich eine gute Zeit, wir haben eine gute Auswahl, der Kunde kann zum Teil auch bei 22er Modellen noch einen guten Schnapper machen, wobei ich aber auch wirklich sage, das Thema Leasing spielt einfach immer noch mehr eine Rolle, wo der Kunde einfach noch mit am meisten spart. WeCycle ist ein Fahrradfachgeschäft, was es so schon ewig gibt, denn du hast hier in St. Wendel ein anderes Fahrradgeschäft übernommen vor einigen Jahren, 5, 6 Jahre glaube ich her. 5 Jahre, ja. 5 Jahre hast du ein neues gebaut, aber da war vorher schon ein Fahrradhändler, der praktisch da war. Der war wie lange da in St. Wendel vorher? Schon sehr lange. Also ich muss eigentlich schon fast sagen, ich würde behaupten, über 25 Jahre. Darf man sagen, wie der hieß? Kunibert Bock. Ja. Also schon eine Institution sozusagen hier also in St. Du bist Wendel. Der Nachfolger von Kunibert Bock. Kann man so sagen, ja. Ja, so ist das. Zumindest mal für den Standort. Wir haben ja seinen kompletten Laden übernommen, mussten aber dann einfach umziehen, weil die Räumlichkeit zu klein war. Dafür haben wir jetzt aber eine schöne Bäckerei da drin. Also auch das lohnt sich, bei uns vorbeizukommen. Aber in der Bäckerei war der Kunibert Bock? Ja, Nicht größer. das siehst du ja auch von hier aus. So, wir zeigen das mal. Also, wenn ihr Lust habt, kommt nach St. Wendel. Und da vorne sind wir nämlich neben der Shell-Tankstelle. Die ist nämlich hier vorne. Und spätestens jetzt werden alle St. Wendler sagen, hey, gibt es da einen Fahrradladen? Haben die dich schon entdeckt, die meisten St. Wendler? Weil hier ist ja Fressnapf, hier ist die sensationelle Firma Mühlens Schuhe, die da ist. Aber auch, es gibt einen TÜV, glaube ich, hier. Ja, den TÜV haben wir direkt in der Nachbarschaft. Wir haben TÜV oder Dekra? TÜV, Dekra, Entschuldigung. Also das Dekra, du kannst zwar deinen TÜV machen, aber es ist die Dekra. Wir haben Rofu Kinderland, wir haben Fressnapf, also wir haben einige nette Nachbarn. Und ich Parkplätze glaube, umsonst? Ja, du siehst, wir haben jede Menge Parkplätze in der Gemeinschaft, aber es ist immer genügend Fläche vorhanden, um hier zu uns zu kommen. So, das Ganze einmal hier in St. Wendel. Da gibt es auch nur hier in St. Wendel gibt's Rennräder. Da ist so dieses Kompetenzzentrum Rennräder. Ansonsten kriegt man in Riegelsberg die gleiche Auswahl. Da ist aber alles ein bisschen gedrückter, ein bisschen weniger Platz. Und man kann entweder hier hinkommen oder nach Riegelsberg. Aber was ganz Besonderes, man kann sich jederzeit einen Überblick schaffen über deine Lieferfähigkeit online, denn du hast einen sehr gut laufenden Webshop, der europaweit versendet, das Ganze schon länger als deine Läden und das hat dir natürlich in der Pandemie unglaublich geholfen, aber dem Kunden hat es geholfen, denn die können auch weite Wege aufnehmen, können die Fahrräder reservieren, können sich ihr Wunschrad raussuchen und ich glaube, die Kombination, die hat wirklich gut gefruchtet jetzt in der Pandemie, oder? Ja, definitiv. Also der Webshop ist für uns mit ein wichtiger Baustein, aber wir sehen auch anhand der Pandemie, wo wir eigentlich in vielen Branchen sagen, jetzt wird alles online, jetzt gehen alle nur noch da drauf, der stationäre Handel verliert, kann ich gar nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, wir haben einen hohen Zuspruch, was uns auch sehr, sehr freut. Wir tun natürlich auch einiges dort dafür, dass wir einen Mehrwert natürlich halt auch bieten im Vergleich zum Wettbewerb. Das heißt also, wie auch schon angesprochen, Auslieferung ist uns ein ganz wichtiger Faktor. Das Rad muss komplett eingestellt werden. Wir haben feste Protokolle dafür, wie sowas ausgeführt wird, damit auch nachher der Kunde zufrieden hier rausgeht. Und Und du schlägst ja noch die
die Zeit um die Ohren, um die Fahrräder auch nicht zu erklären im Video. Ich denke, damit hilfst du auch vielen Kollegen, also die vielleicht nicht Mit Sicherheit. die Lust haben oder das auch nicht können oder wollen. Aber du hast dir nämlich überlegt, du bist ein fauler Mensch eigentlich. Das überlegt, dann sage ich es doch lieber einmal. Dann könntest du dann anschließend Hunderttausende gucken. Aber ich denke, das ist es ja, dass man eigentlich über fast jedes Produkt, was hier ist, einen ordentlichen Film dreht, sodass der Kunde sich zu Hause schon mal ein gutes Bild machen kann und dann das Thema anfassen. Und jetzt kommt's. Thema Rahmengröße. Also viele sprechen da gar nicht drüber, sondern die bestellen sich ein Rad. Teilweise wurden ganz komische Rahmengrößen für lange Leute bestellt und so weiter. Dann fahren die auch noch damit, weil sie sagen, gut, man kann ja auch den, ich sag mal, Sattel ein bisschen weiter raus machen, man kann sich einen anderen Lenker drauf machen und so, aber es gibt allein bei dem Modell 5 Rahmengrößen? Ja, im Endeffekt hast du recht. Klar machen wir vielleicht auch den Job für den einen oder anderen Händlerkollegen. Das ist aber auch absolut legitim. Es gibt ja auch vielleicht Räder, die wir jetzt sofort nicht liefern können, die aber ein anderer Händler natürlich halt auch hat. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben, wenn trotzdem sich ein Kunde meldet, sagt, Mensch, anhand des Videos habe ich mir das und das Rad gekauft, aber ich habe es nicht bei euch gekauft, weil mein Händler um die Nähe war mir dann doch lieber. Das freut mich einerseits dann natürlich halt auch und nichtsdestotrotz durch den Webshop und die Akzeptanz mittlerweile und natürlich halt auch die Beratung, die wir da auch online bieten, ob per E-Mail oder auch per Telefon, ist uns eigentlich mit ein Indikator, dass der Kunde auch dann über die Distanz sein richtiges Fahrrad findet. Einfach aufgrund unseres Erfahrungsschatzes ist das essentiell wichtig und das ist ja auch den Unterschied oder auch den Mehrwert, den wir bieten wollen. Ich bin jetzt 30 Jahre in der Branche, also ich glaube, ich weiß schon ein bisschen, wie es funktioniert und was man braucht und was man nicht braucht, aber es verändert sich halt auch vieles und wir sind immer offen für die neuen Faktoren, gerade Pandemie, die wir jetzt 2 Jahre hinter uns haben, aber auch vor allen Dingen froh darüber, dass das Fahrrad im Punkto Stellenwert natürlich enorm dazu gewonnen hat. Ja, vielen Dank. WeCycle. Nico Ockenfels, einmal in Riegelsberg und St. Wendel. Die Öffnungszeiten bei dir im stationären Verkauf? Sind wir von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. So, und das Ganze auch auf wecycle.de. Nico, bitte. wecycle.de, diesmal nicht mit Folienaufkleber, sondern gestickt in der Business-Version. Tschüss. Ciao.